Es gibt diese Tage im Norden, ja, die kennt ihr vielleicht. Der Himmel hängt tief, alles ist grau, der Regen fällt nicht einfach nur runter, sondern der bleibt einfach in der Luft stehen. Kalt, nass und echt unangenehm. Der Wind kommt von der Seite und findet auf jeden Fall seine Lücke. Also in der Jacke, im Nacken, in den Gedanken. Ich erinnere mich sehr gut an diese Tage. An klamme Finger, müde Schultern und an dieses Ziehen im Rücken, das sagt, ja, jetzt reicht's. Aber es gibt einen Ort, der dich sofort entspannt und alles andere vergessen lässt. Diesen Ort kannten die Menschen schon lange vor uns. Lange bevor er einen Namen hatte. Ein einfacher Raum aus Holz, Steine, Feuer und Zeit. Ein Ort, an dem alles draußen blieb, was draußen bleiben sollte. Drinnen zählte nur das Atmen, das Knacken des Holzes und der Dampf. Wenn die Wärme langsam kommt, passiert was. Nicht auf einmal, also nicht spektakulär. Die Muskeln lassen los, der Rücken wird weich, die Schultern sinken, der Atem wird tiefer, ruhiger. Der Kopf wird still. Der Körper beginnt zu arbeiten, er reinigt sich. Irgendwann haben wir gemerkt, dieser Ort darf kein Ziel sein. Der darf nicht etwas sein, das man sucht oder besuchen muss, sondern es muss ein Ort sein, der mit uns geht. Also bauen wir ihn selbst. Unsere eigene Sauna. Nicht fest, nicht gebunden, sondern mobil. Auf einem Trailer, ohne festes Zuhause. Aber immer dabei. Egal wo wir stehen, egal wie das Wetter ist. Ein warmer Raum, ein vertrauter Geruch, ein Ort, der sagt, du bist angekommen. Vielleicht ist das ja der wahre Luxus. Also nicht Größe, nicht Besitz, sondern seine Wärme selber bauen. Und sie überall mit hinnehmen können, wo das Leben gerade stattfindet. Ja, sieht ja schon aus wie ein Tiny House, ne? Zwinker, zwinker. Ja, am Anfang steht da natürlich eine Frage im Raum. Was brauche ich eigentlich, um eine Sauna überall mit hinzunehmen? Kurze Antwort, ja, natürlich einen passenden Anhänger. Ich würde hier erstmal einen Anhänger mit 1625 Kilo Nutzlast wählen. Also nicht, weil ich das Gewicht ausreizen will, sondern weil zu viel Reserve einfach entspannter ist als zu wenig. Ja, gerade dann, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingehen soll. Die Sauna soll mit uns unterwegs sein, aber sie soll nicht mit dem Anhänger fest verheiratet werden. Sie soll abnehmbar sein. Wenn ich den Anhänger mal brauche, dann kommt die Sauna da runter. Fertig. Und damit spielt der Boden eine entscheidende Rolle. Also der soll nicht nur die Wärme drin halten, Bewegung mitmachen, sondern natürlich auch sich trotzdem solide anfühlen. Der Bodenaufbau ist bei mir erstmal mit einer 9 mm starken Siebdruckplatte versehen. Darauf kommen Holzbalken zur Verstärkung und dazwischen Fußbodendämmung, die mit solchen Temperaturen auch richtig gut klarkommt. Ja, und darüber kommt wieder eine 9 mm Siebdruckplatte, also als Trägerschicht. Und obendrauf Kork, also kein klassischer Saunafußboden, sondern eher ein ungewöhnlicher Belag. Aber Kork ist fußwarm, leicht elastisch, rutschhemmend und wenn es auch mal feucht wird, von Natur aus wasserabweisend. Kurz gesagt, angenehm unter den Füßen und gut geeignet für eine Sauna. Darauf wächst das Grundgerüst ganz klassisch aus 10 cm starken Holzbalken. Solide. Überschaubar. Ja, vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, und dazwischen kommen Balken. Ja, und zwischen den Balken kommt dann eine klassische Glasfaserdämmung, die auch rund 10 cm stark ist. Dazu natürlich eine Dampfsperre von innen und außen, damit die Hitze und Feuchte auch da bleiben, wo sie hingehören und nicht in die Dämmung wandern. Innen wird's dann richtig Sauna. Also klassische Saunaverkleidung, Holz, Wärme, Ruhe. So wie man es kennt und so wie es sich richtig anfühlen soll. Und außen, boah, da bin ich mal ehrlich, ne? Das ist noch verhältnismäßig offen. Vielleicht ja auch Alu-Dibond, robust, wetterfest oder Pappelsperrholz. Ja, mal sehen. Je nachdem, wie viel Budget am Ende noch da ist. Ja, auch bei den Fenstern muss ich mal schauen, welche Größen ich so bekomme und was da Sinn ergibt. Also, Licht soll rein, man soll super rausschauen können. Allerdings eher kein Schaufenster. Denn rausgucken okay, reingucken geht so. Und dann kommt der Teil, der die Sauna wirklich mobil macht. Ich habe mich bewusst gegen den Holzofen entschieden. Also nicht, weil der schlecht wäre, sondern weil dieses Projekt eher anders gedacht ist. Mit einem Elektroofen kann ich die Sauna einfach ausschalten und losfahren, ohne Feuer, Glut oder Abkühlzeiten achten zu müssen. Der Strom soll aus einer Powerstation kommen. Kompakt, mobil und genau richtig für wenig Platz. Sie bündelt die komplette Technik an einem Punkt. Und ob das am Ende genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Denn eigentlich ist der Saunaofen mit 2,3 kW viel zu klein dimensioniert für so eine Sauna. Aber durch die gute Dämmung könnte es trotzdem funktionieren. Was haltet ihr davon? Zu verrückt? Zu doof? Powerstation? Funktioniert nicht? Funktioniert? 2,3 kW für einen Saunaofen und eine Sauna der Größe viel zu klein dimensioniert? Schreibt doch mal in die Kommentare. Das hier ist erst der Anfang und ich freue mich auf eure Unterstützung. Achso, und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, der kann ja jetzt mal damit anfangen.
Bitte gebt uns noch einen Daumen nach oben, das kostet euch nichts, hilft uns und unserem Kanal aber riesig weiter. Apropos weiter, die Idee der Sauna ist innen eine Liegefläche von mindestens 2 Metern zu haben. Einfach Beine ausstrecken, Beine lang machen, Ruhe. Aber nicht nur das, sondern unsere Sauna vielleicht auch mal als Wohnwagen zu nutzen. Der Haken ist allerdings, dass der Anhänger nur 2,50 Meter Ladefläche hat. Heißt im Klartext, die Technik darf nicht ausufern. Also die muss kompakt sein und möglichst unauffällig integriert werden. Und genau hier kommt nochmal das Konzept mit dem mobilen Balkonkraftwerk ins Spiel. So eine Powerstation bringt mir natürlich auch viele Vorteile. Ja, natürlich auch ein paar Nachteile. Einer davon ist halt der klein dimensionierte Wechselrichter mit 2400 Watt. Das begrenzt den Rahmen natürlich für die Wahl des Saunaofens. Und ganz ehrlich, die Powerstation gab es gerade für knappe 500 € am Black Friday bei AliExpress. Und für die Flexibilität und die einfache Lösung passt das für mich ziemlich gut. Im Prinzip wird die Sauna damit aber zu einem mobilen Balkonkraftwerk, denn ich kann hier sage und schreibe 1500 Watt Solarleistung anschließen. So viel kriege ich gar nicht aufs Dach und deswegen ist das auch nochmal erweiterbar. Heißt aber, läuft gerade keine Sauna, kann der Strom ganz woanders hin. Zum Beispiel für Licht, Werkzeug oder einfach für alles, was gerade Strom braucht. Ich bin damit unabhängig vom Netz, nutze die Sonne, wenn sie da ist und entscheide selbst, wann und wo der Strom eingesetzt wird. Kein fester Anschluss, kein Umbau, einfach hinstellen, anschließend fertig. Und wenn die Sauna mal nicht unterwegs ist, funktioniert das Ganze vor der Tür als Balkonkraftwerk für zu Hause. Ja, und dann hat unser kleines Projekt ja noch eine Unsicherheit, denn ich habe ja die Idee, die Sauna auch vom Anhänger runterheben zu können. Und zwar mit diesen kleinen Stützen. Hinten ist auf jeden Fall eine Treppe angehängt, die mir auch den Zugang zur Sauna flexibel und leicht ermöglicht. Während der Fahrt kann ich die Treppe einfach in die Sauna reinlegen. Und um den Trailer zu nutzen, habe ich links und rechts an der Sauna nochmal Hubstützen, die den ganzen Korpus ein paar Zentimeter anheben und dann wieder absenken lassen. Zumindest so die Idee. Ob das funktioniert, wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr ein paar Ideen habt, wie man das lösen kann, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja, ich bin gespannt, vielleicht hat das ja einer von euch schon mal so gemacht. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Ja, und für alle, die sich bisher zurückgehalten haben, jetzt hau doch mal die Finger in die Tasten und schreibt mal kurz in die Kommentare, was ihr grundsätzlich von der Idee der mobilen Sauna haltet. Hättet ihr da auch Bock drauf oder findet ihr das eigentlich ziemlich blöd? The colors, colors.